Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Länderwettkampf der besten Allrounder. Heute startet das 8. Land von 14 in diesem Wettbewerb. Und ich bin wieder mit vollem Elan dabei, fühle mich wohl beim Dreh eines Videos über Hunde, weil das einfach meine Lieblingstiere sind. Ich bin generell ein tierlieber Mensch, aber Hunde liebe ich am meisten. Und ich mag auch alle Menschen, die Hunde lieben. Ja? Weil es zumeist so ist, dass tierliebende Menschen, ganz speziell Menschen, die Hunde lieben, für mich meistens gute Menschen sind. Ob ich ein guter Mensch bin, weiß ich nicht. Ja? Aber alle Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die Hunde lieben, waren gute Menschen. Ja? Und ich gebe offen und ehrlich zu, ich bin sehr konsequent mit meiner Einstellung, wenn es darum geht, Menschen, die Hunde nicht leiden können, auch nicht leiden zu können. Ja? Das ist bei mir so. Ja? Ich kann nicht anders. So, nun zum heutigen Video. Und wer startet heute? Das wissen Sie selbstverständlich, wenn Sie das letzte Video mit den Hunden, die Frankreich vertreten haben, gesehen haben. Ja, heute startet Belgien. Mächtig, mächtig, das sage ich Ihnen gleich. Belgien strotzt vor Schäferhunden. Schäferhunde und Allrounder, das ist eine Sache, die geht sich miteinander aus, wie viele von Ihnen wissen. Ja, nun sehen wir uns mal an, wer für Belgien da ins Rennen geht. Na ganz klar, die belgische Nummer 1, der Malinois. Ich glaube, Nummer 1 ist zutreffend, der bekannteste oder heutzutage weltweit beliebteste Diensthund der Welt, möchte ich sagen. Ja, zu Recht, eine Rakete. Da braucht man nicht viel Worte verlieren. Der Groenendael, einer der schönsten Schäferhunde der Welt. Für viele Fans dieser Rasse der schönste Hund der Welt. Auch ich finde ihn betörend schön. Der Tervuren. Groenendael in rötlich-braun, möchte ich sagen. Ebenfalls ein fantastischer belgischer Schäferhund. Der Lac Noir. Die graushaarige Variation der Stock-, oder langstockhaarigen belgischen Schäferhunde. Bouvier de Flandre, der Bouvier, fantastische Hunderasse. Ich kam mit 3 oder 4 Bouviers in den Genuss zu arbeiten, machte mit diesen Hunden auch eine Schutzarbeit. Top-Hund. Ein Verwandter von ihm, der Bouvier de Ardennes. Recht selten. Einer der ältesten Hütehundetypen Belgiens. Wunderschöner Hund. Er erinnert mich immer ein klein wenig an den französischen Picard. Einer der kleinsten Schäferhunde der Welt und ein echter Schäferhund, der Schipperke. Kann man als die Kleinausgabe des Groenendaels sehen, wenn man so möchte. Toller Hund mit Feuer. Jetzt ein Hund, bei dem ich etwas tricksen musste, denn den hätte ich genauso gut für Frankreich oder für England, aber auch für Irland oder Schottland ins Rennen schicken können. Ne? Den Bloodhound. Dessen Herkunft mit Großbritannien, Belgien, Frankreich angegeben wird. Ja? Um die Belgier hier starten lassen zu können, mit einer halbwegs ausgewogenen Mannschaft, denn hätte ich den Bloodhound da nicht reingenommen, hätte ich einen dieser Zwerge noch mit reinnehmen müssen. Der hätte zu sehr auf die Allrounder-Tauglichkeit bei den Belgiern gedrückt. Deswegen nahm ich den Bloodhound hier rein. Aber ganz legale Geschichte, denn wie gesagt, auch Belgien zählt zu einem der Herkunftsländer des Bloodhounds. Der Hund mit der besten Nase der Welt, Bloodhound. Dann haben wir den belgischen Griffon. Einer von 2 Griffons. Griffons, sehr kleine Hunde, maximal 6 Kilo schwer, keine 40 cm Schulterhöhe. Doch, waren das immer schneidige Rattenfänger und wurden gerne von den Blaublütlern bei der Kutschenfahrt als Wachhunde mitgenommen, ja, weil sie handlich waren und dennoch einen starken Wachtrieb besaßen. Ja. Das war der belgische Griffon und der zweite Griffon ist der Brabanter Griffon. Ganz nah verwandt, ganz klar, anderes Fellkleid, ja, aber sonst dieselbe Aufgabe immer innehatte wie auch der belgische Griffon. Das sind die 10
Hunde, die Belgien hier in diesem Wettbewerb vertreten. Bärenstarke Mannschaft, das sage ich Ihnen gleich. Und wir legen auch gleich los. Wie immer mit der ersten Eigenschaft, und das ist die Gesellschaftstauglichkeit. Hier erreichen die belgischen Hunde 87 von 100 Punkten. Ich möchte behaupten, dass hier kein einziger Hund dabei ist, der wirklich automatisch gleich mal negative Reaktionen in der Gesellschaft hervorruft, wenn sie irgendwo mit dem erscheinen, egal wo, auf öffentlichen Plätzen. Eventuell könnte hier der Bouvier oder der Bouvier der Ardennes oder vielleicht der Mali, weil man ihn als schneidigen Polizeihund kennt, derartige Reaktionen hervorrufen, aber eher nicht. Also da laufen sie weit mehr in Gefahr, sowas zu erreichen, wenn sie einen Molosser oder einen Bull-Terrier-artigen Hund an der Leine haben. Mit dem Rest, dem Bloodhound, dem Schipperke oder den beiden Griffons, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, mit denen sind sie höchstwahrscheinlich überall gern gesehen. Ja. Deswegen eine recht hohe Punktezahl erreicht bei der Gesellschaftstauglichkeit, nämlich 87 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zur Trainierbarkeit, auch die ist recht hoch. Hier erreichten die belgischen Hunde 82 von 100 Punkten. Also sie haben größtenteils exzellent zu trainierende Hunde dabei. Alle Schäferhunde, die hier mitstreiten für Belgien, sind exzellent zu trainierende Hunde. Der Bloodhound ist ein exzellenter Jagdhund, weist mit Sicherheit nicht in Will to Please die Lernwilligkeit der Schäferhunde vor, doch auch der bewegt sich, möchte ich sagen, im letzten Drittel der Trainierbarkeit. Der Schipperke, ein kleiner Schäferhund, der bei weitem nicht derartige Trainierbarkeit vorweist wie seine großen Brüder, aber ein trainierbarer Hund ist. Und auch die Griffons sind empfänglich für Tricks und so weiter. Ja. Dennoch, diese perfekten Spezialisten der Trainierbarkeit, wie sie die deutschen Hunde sind auch die belgische Mannschaft nicht. 82 von 100 Punkten. Thema Führigkeit, die ist recht hoch. Klar, Schäferhunde sind nicht die am leichtesten zu führenden Hunde. Schäferhunde zeigen gern mal Ellbogen, können schon ziemlich Gas geben, ne? Auch wenn sie gut erzogen sind. Da ist ein Trieb da, da ist ein Drive da und Power natürlich. Also es gibt bei weitem führigere Hunde und wir strotzen hier vor Schäferhunden. Der Bloodhound ist ein relativ ruhiger Geselle, der aber manchmal etwas dickköpfig sein kann. Die Griffons, sehr triebig, aufgeweckt, quirlig, aber leicht zu handeln. Ja. Schipperke, ein Zwergschäferhund, aber mit weit weniger Substanz. Deswegen recht hohe Punkteanzahl bei der Führigkeit, nämlich 79 von 100 Punkten. Sieht gut aus bis jetzt für die Belgier, möchte ich sagen. Die Verträglichkeit. Hier gibt es verträglichere Hunde in diesem Wettbewerb und weniger verträglichere Hunde in diesem Wettbewerb. Die Belgier erreichten bei der Verträglichkeit eine Punkteanzahl von 66. Schauen Sie, jeder reine, echte Schäferhund kann ein sehr verträglicher Hund sein. Genauso kann aber auch jeder echte Schäferhund bei Begegnungen mit Artgenossen ziemliches Dominanzverhalten zeigen. Das liegt ihnen im Blut, das ist so. Mit Sicherheit, wenn Sie etwas Ahnung haben von Schäferhunden, egal welchen Typs. Echte Schäferhunde sind schon gern mal der Boss, sind schon gern mal der Chef im Ring, ist so. Sie sind also nicht die verträglichsten Hunde gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Gilt übrigens auch für den Schipperke. Der Bloodhound ist ein sehr ruhiger, Artgenossen gegenüber recht geselliger Hund, möchte ich sagen. Das gilt auch für die Griffons, die vielleicht etwas aufgeweckter sind und sie vielleicht nicht so viel gefallen lassen wie ein Bloodhound. Aber generell sind Griffons keine Hunde, wo man hier mit Schwierigkeiten rechnen müsste. Deswegen bei der Verträglichkeit 66 von 100 Punkten. Und wie gesagt, da gibt es schwächere, aber es gibt auch stärkere Länder. Leistungsfähigkeit 76 von 100 Punkten. Höchst leistungsfähige Hunde dabei und Hunde, die aufgrund ihrer Größe, ihres Zwergwuchses, wie zum Beispiel die beiden Griffons, aber auch der Schipperke, der zwar ein höchst leistungsfähiger Hund ist, ja, aber hier natürlich viel an Kraft vermissen lässt. Das ist ganz klar. Schauen Sie, alle Schäferhunde hier sind schnell, sind stark, sind ausdauernd,
wetterfest sind hier alle Hunde, egal ob es um Hitze oder um Kälte geht, auch der Bloodhound. Ausdauernd, schnell, stark, beweglich, explosiv, alle Schäferhunde. Beim Bloodhound hapert es ein bisschen mit der Explosivität, aber der Bloodhound ist ausdauernd, ebenfalls schnell und stark. Der Schipperke und die beiden Griffons sind enorm explosive, auch schnelle Hunde. Allerdings fehlt es ihnen im Vergleich zu den großen Hunden natürlich an Ausdauer. Also hier müssen sie schon etwas zurückstecken. Das sind recht kleine Hunde. Natürlich geben die Gas, auch wenn es um Ausdauer geht, aber da können sie mit den Großen nicht mithalten. Und wenn die da ins Rennen geworfen werden, gegen Kapazunder wie deutscher Schäferhund, Riesenschnauzer und so weiter, oder bei den Engländern, bei den Amerikanern, Amstaff, Beat, American Bulldog, ist ganz klar, dass die niedriger bewertet werden, wenn es um das Thema Leistung geht. Ja, aber generell recht hohe Leistungsfähigkeit, nämlich 76 von 100 Punkten für die belgischen Hunde. Kategorie Wachhund, die ist recht hoch. 86 von 100 Punkten erreichten hier die 10 Vertreter für Belgien. Sie, bis auf den Bloodhound haben sie hier fast nur exzellente Wachhunde dabei. Also die Schäferhunde sind alle exzellente Wachhunde. Egal welcher. Auch der kleine Schipperke, auch die Griffons, die auch als Wachhund in Einsatz waren. Der Bloodhound ist kein typischer Wachhund. Ja. Der Bloodhound ist ein typischer Laufhund, ein Spürhund, der vielleicht, Ausnahmen bestätigen die Regel, hier und da mal werden sie einen Bloodhound über den Weg laufen, der auch einen guten Wachhund darstellt, aber generell ist der Bloodhound eher ein ruhiger Geselle, der aber etwas bemerkt, aber sich denkt, ja, wird schon nicht sein. Ja. So in der Richtung. 86 von 100 Punkten bei der Kategorie, bei der Eigenschaft Wachhund. Jetzt kommen wir zur Eigenschaft Schutzhund und hier erreichen die Hunde aus Belgien 70 von 100 Punkten. Jetzt wird es den einen oder anderen zurückwerfen, wird sich denken, bist denn du des Wahnsinns? Sieh mal, wie viele Schäferhunde da mitspielen. Ja, aber sie haben auch einen Schipperke, einen Bloodhound und zwei Griffons dabei. Während der Bloodhound die Substanz hätte, sie zu beschützen, bringt er den Willen nicht mit. Also selten, ganz selten werden sie auf einen auf einen Bloodhound treffen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, auf einen English Bloodhound. Ja. Ganz selten werden sie auf einen Bloodhound treffen, der einen ausgeprägten Schutztrieb vorweist. Ganz, ganz selten. Ja. Der Schipperke wird den Schutztrieb zwar vorweisen, ebenfalls die beiden Griffons, doch das sind Zwerge, ja, die das Ganze nicht umsetzen können. Und wenn sie noch so beherzt beschützen möchten. Ja, der Rest sind alles exzellente Schutzhunde, angefangen von Malinois bis zum Bouvier de Ardennes. Aber wir haben eben hier 4 recht schwache Schutzhunde dabei. Deswegen 70 von 100 Punkten für die Vertreter aus Belgien. Aktivitätsradius, der ist recht hoch. Hier erreichten die Hunde aus Belgien 90 von 100 Punkten. Ja, hier sind so gut wie alle, überall mit ihnen dabei. Wo sie etwas auf die Bremse steigen müssen, ist, wenn sie hiken durchs Gelände mit den kleinen Hunden. Auch das bewältigen die mit ihnen mit Freude, aber im Vergleich zu den Großen nur bedingt. Also wenn sie wirklich ein Wanderer sind, sollten sie sich eher von Hunden wie dem Brabanter Griffon oder dem belgischen Griffon sowie auch vom Schipperke fernhalten. Das sind zwar bewegungsfreudige, lauffreudige Hunde, aber wenn Sie 20 Kilometer mit dem Mali unterwegs sind, sollten Sie maximal 5 oder 10 mit dem Schipperke oder dem Griffon unterwegs sein. Sie verstehen, was ich meine. Ja, die sind zu klein für solche Dinge. Doch sonst sind die für alles zu begeistern. Spiele, schwimmen gehen, ja, Sie wissen schon, was ich meine. Entspannen im Garten, durch die Wälder zischen und so weiter. Sind überall dabei, haben kein Problem mit Temperaturen, wenn sie sich im Normalbereich bewegen, normale Wintertemperaturen, normale Sommertemperaturen. Also recht hohe Aktivitätenradius von 90 Punkten. So, wir sind hier fertig. Was haben wir jetzt? Bumm. Und halten Sie sich an. Belgien erreichte bei diesem Vergleichswettkampf, Länderwettkampf 636 von 800 Punkten. Das sind 79,5% Allround-Eignung und belegt somit den zweiten Platz hinter Deutschland. Ja, ist so, die sind bärenstark. Aber das wusste ich. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit dem Schipperke, 7 Schäferhunde dabei. Das ist schon eine
wahnsinnig starke Mannschaft. Überrascht mich also nicht. Wir haben jetzt am ersten Platz noch immer Deutschland, Hammertruppe. Am zweiten Platz, wie gesagt, Belgien mit starken 636 von 800 Punkten. Es folgt am dritten Platz Irland, ebenfalls wahnsinnig stark. Dann kommt Frankreich am vierten. Den fünften Platz belegt Schottland, den sechsten Platz Italien und den siebten Platz teilen sich England und die USA. Und ich wiederhole mich jetzt zum dritten oder vierten Mal, damit habe ich nie gerechnet. Aus dem Bauchgefühl heraus zählten die USA zu meinen Favoriten. Ja? Aber die Tabelle sagt nun mal, dass es so ist. Und so ist es nun mal. Ja? Ich habe hier wirklich versucht, völlig neutral zu bewerten. Ja? Habe ich versucht. Ja? Deswegen sieht das auch so aus. Denn bei der Mannschaft der USA sind viele Hunde dabei, die zu meinen Lieblingshunderassen zählen. Ja? Also sehen Sie anhand der Reihenfolge, dass ich hier neutral bewertet habe. Ja, das nächste Land, das wir uns ansehen, passen Sie auf, ist die Schweiz. Tja, bei denen ist es sich gerade so ausgegangen mit 10 Hunden. Aber die 10 Hunde, die ins Rennen werfen, die haben es drauf, das sage ich Ihnen gleich. Ja, die Schweiz dann als 9. Land, womit uns dann noch 4 fehlen und wir fertig sind mit diesem Länderwettkampf. Liebe Zuseher, ich blende jetzt nach diesem Video nochmal die Tabelle ein mit allen bis jetzt schon angetretenen Ländern, inklusive der Platzierung, ganz klar. Wenn Sie Lust und Laune haben, vergleichen Sie die miteinander. Ich sehe sie mir auch immer an. Ziemlich interessant das Ganze. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.